oder so ähnlich sieht das aus, während wir dabei zuschauen, wie Schauspieler die hohe Kunst ihrer Zunft zur Schau stellen, wie Drehteams 20 oder mehr Stunden lange Arbeitstage absolvieren und wie Stuntleute beruflich ihre Gesundheit und teilweise sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Immer auf der Suche danach, den neuen Kracher zu finden. Den Film, der ein Genre, der eine Epoche, der etwas ganz Neues definiert. Und vor einigen Jahren haben wir das in dem großartigen indonesischen Streifen The Raid gefunden. Und jetzt suchen wir natürlich immer weiter nach Filmen, die so ähnlich sein könnten. Und das haben wir jetzt mit Bust oder auch eigentlich gar nicht. Bust ist ein Film, der gerne mit The Raid verglichen wird, wo der Vergleich einerseits wirklich passt, andererseits aber auch eher weniger. Auf dem Backcover des neuen Mediabooks von Cape steht groß: The Raid trifft auf Sicario. Und das ist dann teilweise fast ein Vergleich, der tatsächlich absolut präzise ist. Während The Raid ein indonesisches Actionspektakel war, meiner Meinung nach teilweise sogar comichaft übertriebene und überzeichnete Charaktere und Kampfszenen geboten hat, ist Bust etwas komplett anderes. Auch dieser Film folgt einer Polizeieinheit, die sich durch ein, ich sage jetzt einmal, abgegrenztes Gebiet kämpfen muss, auf der Suche nach einem Verdächtigen. Der Unterschied ist allerdings, es handelt sich diesmal nicht um ein Hochhaus, sondern es handelt sich um die Slums von Manila. Eine Stadt innerhalb der Stadt, die weder kartografiert noch sonst irgendwie erfasst wird, wo es keine Hausnummern oder keine Leute gibt, die man einfach fragen kann: Du, sag mal, wo ist denn der Typ? Nein, da ist die Einheit tatsächlich fast auf sich alleine gestellt. Und das sorgt meines Erachtens nach, obwohl wir ein relativ großes Gebiet haben, für fast schon klaustrophobische Spannung und Stimmung. Wir beobachten die Einheit und dabei tatsächlich die ersten 45 Minuten des Films fast nur dabei, durch die Slums zu gehen, bevor es dann irgendwann einmal zur großen Eskalation kommt. Und das, was bei Bust meiner Meinung nach zu den großen Stärken des Films zählt, ist das, was ich in zahlreichen anderen Online-Rezessionen oft zu seinen Schwächen gezählt bekommen habe. Wir haben nämlich hier eine Einheit tatsächlich voll mit Charakteren. Der Film beginnt damit, dass er uns diese einzelnen Charaktere ausführlich vorstellt. Ja, es ist kein von 0 auf 100 Action-Vehikel, wie sich einige vielleicht erwartet hatten. Außerdem hat der Film einige hervorragend choreografierte Kampfszenen. Er hat aber auch einige, die das definitiv nicht sind. Die einfach darstellen, dass die Leute, die diese Kampfszenen ausführen, teilweise keine perfekt ausgebildeten und durchtrainierten Bodybuilder sind, was meines Erachtens nach aber auch die Wirkung der Charaktere stärkt. Ja, sie haben ihre Ausbildung, aber in gewissen Situationen zeigen sie dadurch dann aber auch wieder, dass sie mit der Situation eigentlich doch irgendwie überfordert sind. Das macht sie irgendwie menschlicher, das macht das ganze Geschehen irgendwie noch wirksamer und noch irgendwie interessanter. Deswegen geht der Film meiner Meinung nach auch mit mehr Realismus zur Sache als beispielsweise The Raid und passt da dann schon ein bisschen mehr in die Sicario-Schiene. Außerdem habe ich öfter kritisiert gelesen die wilde Kameraführung. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein großer Freund von Wackelkamera à la Tony Scott bin. Aber Bust setzt das meiner Meinung nach absolut hervorragend ein. Während ruhigere, dialoglastigere Szenen des Films auch mit verhältnismäßig ruhiger Kamera inszeniert sind, beobachten wir die Action teilweise mit sehr intensiver, dynamischer Kamera. Das allerdings jetzt weniger im Sinne von unkoordiniertem Herumgewackel, sondern man hat tatsächlich durch diese Kameraführung manchmal das Gefühl, dass man dabei ist. Die Kamera schwenkt, zieht sich um. Man schaut mehr oder weniger von Ort zu Ort, von Protagonist zu Antagonist. Man sieht die Schießerei, alleine wie die Schüsse klingen und hervorragend abgemischt sind bei der 5.1 Tonspur, hat das Ganze schon einen wesentlich realistischeren Anspruch als beim typischen Action-Vehikel. Die Action-Szenen wirken auf mich roh, dynamisch, brutal und ungemütlich. Und das ist etwas, das Bust bis hin zu seinem Finale wirklich toll schafft. Ein interessanter, ein sehenswerter Actionstreifen, der genau am Freitag diese Woche, am 23. November 2018, in seiner ungeschnittenen Fassung von Cape nach Deutschland geholt wird. Angeboten wird dabei neben einer Standard-Edition auf DVD bzw. auf Blu-ray auch ein limitiertes Mediabook mit beiden Medien. Und genau das ist jetzt schon bei mir gelandet und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook
zu BESTEN näher vorzustellen. Okay, wie sage ich das jetzt am besten? Ah ja, wow, verdammt nochmal, wow, das ist ein verdammt geniales Cover-Artwork, holy freaking hell. Ganz ehrlich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieses Artwork, gezeichnet von dem großartigen Vincent Seo, zu den besten Mediabook-Covern zählt, die ich im Jahr 2018 gesehen habe. Dieses Potpourri an Charakteren ist einfach nur absolut großartig. Nicht nur, dass ich finde, dass dieser fotorealistische Zeichenstil absolut fantastisch gelungen ist. Nicht nur, dass dieses Cover-Artwork Action und Dynamik verspricht, ist es auch einfach nur perfekt aufgeteilt. Front and Center sehen wir Hauptdarstellerin Anne Curtis, die uns mehr oder weniger schon mit dem blutigen Messer begrüßt. Andererseits befinden sich dann im Hintergrund auch noch zahlreiche andere Charaktere aus dem Film, ebenfalls cool gezeichnet. Und da unten dann noch ein Blick auf die Slums, beziehungsweise wie sie dann nachher aussehen. Das ist wirklich ein Artwork, das seinesgleichen sucht. Interessant übrigens ist, dass bei diesem Mediabook von K-Blade kein Coveraufleger mit dabei war, wo oben noch ein Hinweis auf eine 2-Disc Collectors Edition ist, sondern ich das Mediabook verschweißt genau so bekommen habe, mit dem großen FSK-Logo klebend außen auf der Verschweißfolie. Das Mediabook ist wie bei den meisten Mediabooks von K-Blade Hochglanz gehalten, bietet kräftige Farben und eine super Schärfe, sieht einfach nur toll aus. Über den Spine, der ebenfalls im klassischen K-Blade-Stil gehalten und sehr überzeugend ist, wechseln wir jetzt einmal auf das Backcover, wo wir ein ebenfalls von Vincent Seo gezeichnetes Bild finden, das mir auch sehr gut gefällt, das ein bisschen auch einen Einblick in das bietet, was unserem Hauptcharakter im Laufe des Films bevorsteht. Was dieses Artwork zwar nicht ist, ist durchgehend im Vergleich von Front- und Backcover, vor allem auch, weil der Spine schwarz unterlegt ist und eben diesen Farbstil nicht durchzieht. Das allerdings stört in meinen Augen hier überhaupt nicht und beide, sowohl das Front- als auch das Backcover, sind absolut grandios. Was wir allerdings, bevor wir ins Mediabook hineinschauen, noch anschauen sollten, ist dieser Backcover-Aufleger, den es bei dem Mediabook sehr wohl gegeben hat. Da finden wir nämlich beispielsweise gleich hinten einen Hinweis auf die Action-Orgie, die uns in dem Film bevorsteht. 309 Stuntleute, 928 Liter Kunstblut, wohlgemerkt 15.321 Patronenhülsen, 23.057 Sprengkörper und 251.226 Gramm Schießpulver. Holy freaking hell. Interessanterweise übrigens, nachdem ich vorher über den realistischen Anspruch des Films geredet habe, das merkt man beim Anschauen des Films gar nicht so, weil eben der Film keine überkandidelte Action-Orgie à la The Raid bzw. Transformers ist. Außerdem finden wir eben da, wie bereits gesehen, einige weitere Bilder aus dem Film, Inhaltsangabe, Cast and Crew Details sowie die Infos zum Bonusmaterial. Und das Bonusmaterial ist bei diesem Release eigentlich relativ knapp ausgefallen. Nennenswert finde ich an der Stelle nur ein 30-minütiges Making-of, wo wir einige Interviews mit Cast and Crew Mitgliedern, aber auch ein paar Blicke hinter die Kulissen sehen. Der Rest des Bonusmaterial beschränkt sich eigentlich auf Trailer und Teasermaterial zu diesem bzw. anderen Filmen. Selbst das auf dem Backcover erwähnte Hinter den Kulissen Feature entpuppt sich als einminütiger Behind-the-Scenes-Teaser, wo wir mit Musik unterlegt zwar einige coole Einblicke hinter die Kulissen des Films sehen, aber das jetzt nicht wahnsinnig viel Informationsgehalt birgt. Außerdem können wir noch mal kurz schauen auf die Rückseite von diesem Backcover-Flyer. Da sehen wir nämlich auch die anderen K-Blade Mediabooks, inklusive eben dem nächsten Titel Schneeflöckchen, beziehungsweise auch schon die Spines von Leben und Sterben in L.A. beziehungsweise Lord of Illusions, die in der nächsten Zeit kommen und dann natürlich auch hier auf dem Kanal vorgestellt werden. Jetzt allerdings ist es Zeit, in das Mediabook hineinzublicken. Es handelt sich, wie von K-Blade gewohnt, um ein Mediabook, wo das Booklet eingeheftet ist. Auf der linken Seite wartet ebenfalls mit dem lila Design die Blu-ray, auf der rechten Seite dann die DVD, die in Rot gehalten ist. Das sticht ins Auge. Der Untergrund unterhalb der Disc ist diesmal sehr einfach gestaltet. Wenn wir
genau sehen, dann bemerken wir, dass es sich nicht nur einfach um eine lila Fläche handelt, sondern dass diese ebenfalls durchzeichnet ist, was durchaus ansprechend aussieht. Auf der Rückseite vom Booklet wartet nur der BESTEN-Schriftzug auf uns. Sehr erwähnenswert ist dafür allerdings an der Stelle das Cover des Booklets, das wieder einmal ein neues Bild von Vincent Seo beinhaltet, wo wir zahlreiche, wo wir wieder die Charaktere sind, teilweise in anderen Posen als auf dem Frontcover, teilweise allerdings auch in denselben, nur leicht adaptiert. Das ist übrigens etwas, das bemerken wir jetzt auch, wenn wir durch das Booklet blättern. Das Booklet, übrigens diesmal hervorragend geschrieben von Daniel Wagner, ist eines der wenigen, wo ich euch tatsächlich empfehle, das nicht erst nach dem Filmgenuss, sondern vorher zu lesen, weil es keinerlei Spoiler über den tatsächlichen Film enthält, sondern eine relativ gut recherchierte und gut zusammengefasste Abhandlung über die Situation auf den Philippinen beziehungsweise speziell in Manila bietet und demnach einfach ein bisschen mehr Hintergrund bietet, um dann die Handlungen und Ereignisse in dem Film besser zuordnen zu können. Auf den rechten Seiten vom Booklet finden wir jeweils Charakterkarten beziehungsweise Charakterbilder zu einzelnen also quasi zu den Hauptakteuren des Films. Dabei handelt es sich allerdings, wenn ich jetzt noch einmal auf das Frontcover zurückblätter, immer um vergrößerte Ausschnitte aus dem Frontcover. Quasi Materialrecycling per se, was mich an dieser Stelle aber tatsächlich überhaupt nicht stört, weil diese Bilder auf dem Frontcover teilweise kaum zu erkennen sind, weil sie nur so klein sind, weil sie auch hier in der vergrößerten Version im Booklet absolut hervorragende Qualität haben und weil sie einfach vom Design her hier perfekt dazu passen. Da hat K-Blade, finde ich, einen sehr, sehr guten Schritt gewagt und dieses Booklet eben in Text und Charakterkarten aufgeteilt. Das ist etwas, das macht meiner Meinung nach wirklich Spaß zum Durchblättern. BESTEN wurde im Jahr 2018 produziert und erscheint jetzt zum allerersten Mal in deutscher Sprache in High Definition. Zu erwarten ist hierbei hervorragende Bildqualität, aber ob die deutsche Blu-ray von K-Blade diesen Erwartungen auch tatsächlich gerecht wird, das möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check zeigen. Wie gewohnt zeige ich euch jetzt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt, möchte allerdings ebenfalls wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alles selbst gemacht, aber in keinster Art und Weise bearbeitet oder verfremdet habe, sie aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen durch die mehrmalige Kompression die Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 die tatsächliche Blu-ray-Bildqualität wiedergeben können. Trotzdem, finde ich, bekommen wir hier einen relativ guten Einblick in das Blu-ray-Bild, das erwartungsgemäß absolut hervorragend ausgefallen ist. Vor allem in näheren Aufnahmen bemerken wir eine sehr gute Schärfe, hervorragende Detailzeichnung, aber auch in den Totalen bemerken wir, dass die scharf gestellten Elemente auch in weiter Ferne sehr präzise wiedergegeben werden. Auch in den zahlreichen dunklen Szenen des Films macht sich das durch den dynamischen Kontrast dadurch bemerkbar, dass keine Bildbereiche störend überstrahlen oder in irgendeiner dunklen Masse absaufen. Sehr erwähnenswert ist in diesem Fall auch die Farbwiedergabe, die, und es wird euch bei den ersten Bildern wahrscheinlich eh schon aufgefallen sein, in diesem Fall jetzt nicht unbedingt zwangsläufig immer natürlich per se ist. Der Film ist in sehr erdigen Farben und Tönen gehalten, was allerdings meiner Meinung nach zur Atmosphäre des Films auch passt. Der Kontrast, wie bereits angesprochen, ist hervorragend ausgefallen. Bildrauschen oder sonstige störende Unruhen machen sich nicht bemerkbar und nachdem man dem 127 Minuten langen Film satte 36,5 GB auf der Blu-ray eingeräumt hat, kann auch die Kompression ihre Arbeit verrichten, ohne dabei jetzt sonderlich auf ihre Präsenz aufmerksam zu machen. BESTEN wird zwar definitiv nicht derartiges Aufsehen erregen wie The Raid oder The Raid 2. Trotzdem ist der Film meines Erachtens nach definitiv sehenswert, vor allem weil er die Action komplett anders darstellt. Fernab von jeglicher comichafter Übertreibung ist die Action in BESTEN meiner Meinung nach absolut bodennah, absolut realistisch und gerade deswegen absolut sehenswert. Ja, während der Choreografien passieren teilweise Fehler. Ja, es passiert nicht alles so, wie man sich das von einem hochbudgetierten, perfekt durchdachten Film erwartet. Teilweise sogar mit leichten trashigen Einschlägen. Aber das ist, finde ich, etwas, das gerade zum Vorteil von BESTEN arbeitet. Gepaart mit einer One-Shot-Action-Szene, die zwar ebenfalls nicht dermaßen lang und beeindruckend ist wie bei The Revenge of the Warrior,
aber trotzdem definitiv gelungen ist, schnürt unser Regisseur Eric Maté hier ein Filmpaket, das definitiv interessant ist. Sehenswerte Charaktere, weitestgehend gutes Schauspiel, interessante, bodennahe und vor allem sehr bodennah gefilmte Action, das Ganze in einem wunderschön von Vincent Seo gestalteten Mediabook. Das ist ein Produkt, das meiner Meinung nach sich Actionfans auf jeden Fall ins Regal stellen sollten.